Wie heißt es so schön? Nach der Europawahl ist ja eigentlich vor den Landtagswahlen im Osten. Und damit begrüße ich Anna Schneider hier bei mir im Studio, Chefreporterin Freiheit. Anna, wir müssen über deinen Newsletter sprechen. Der hat diesmal den schönen Titel Ossis und Ösis. In der Ungleichheit liegt die Kraft. Insofern freue ich mich besonders, dass du Ösi und ich Ossi dieses Gespräch miteinander führen können. Denn Grund ist die Aussage von Friedrich Merz im Sommerinterview. Und zumindest ich habe echt geschluckt, als ich das wieder gehört habe. Ich kann ja noch mal zitieren. Es ist eine Frage, ob wir den Osten nach 35 Jahren Mauerfall gut genug integriert bekommen. Ja, ich frage mich da immer, ob es nur mir so geht, eben als Ösi, oder ob das den Ostdeutschen oder vielleicht mehreren Deutschen doch ein bisschen sauer aufstößt. Also ich finde das schon ein bisschen spektakulär, im Jahr 2024 von den Ostdeutschen immer noch so zu reden, als wären sie nicht anwesend oder eigentlich noch schlimmer, als wären sie nicht zurechnungsfähig. Und dann wundert man sich die ganze Zeit darüber, dass im Osten die Menschen eher staatskritischer sind, auch parteienkritischer und medienkritischer. Könnte das nicht vielleicht ein bisschen an dem Paternalismus liegen, der dann noch immer mitschwingt, wenn man über den Osten spricht? Also nochmal, von außen betrachtet, schon ein bisschen ein skurriler Umgang. Ja, ich kriege da wirklich Puls. Also ich meine, das ist ja auch nicht die erste Äußerung von Merz in diesem Kontext. Es gab ja auch letztens in einem Interview, wo er sagte, in Bezug auf den Ukraine-Krieg im Osten, da muss man besonders viel erklären. Und es ist genau dieses Narrativ, was natürlich auch dazu führt, dass die Leute im Osten sagen, lasst uns in Ruhe. Genau. Und eben bei diesem Interview, ich dachte mir, es wäre eine sehr schöne Frage gewesen, wenn man uns gefragt hätte, wer integriert hier wen? Das hat ein Kollege bei der FAZ dann gemacht, Simon Strauß. Ich finde, das war ein fantastischer Take, weil also, Moment, haben wir nicht irgendwie seit den Europawahlen gemerkt, dass gerade der Osten den Westen vor sich hertreibt, was zum Beispiel Koalitionsbildungen angeht? Und es stimmt ja. Du erinnerst dich, Friedrich Merz zuerst so, nein, auf Bundesebene, BSW-Koalition kommt nicht in Frage, weil es sind ja irgendwie Extremisten. Auf Landesebene, naja, vielleicht doch. Also dreht sich dann jetzt nicht vielleicht irgendwie die Machtverhältnisse sogar ein bisschen um? Und geht der Osten dann nicht irgendwie gerade voran, ob man das jetzt gut findet oder nicht? Aber so zu tun, als müsste der Osten alles vom Westen lernen, ist halt spannend. Ja, vor allem auch, finde ich, setzt sehr schwierig die CDU-Politiker im Osten, die ja wirklich versuchen, irgendwie diesen Spagat zu schaffen zwischen CDU-Parteilinie im Bund und eben den Befindlichkeiten im Osten, die es ja da gibt und die man annehmen muss. Michael Kretschmer, Mario Vogt, ich glaube, die Absolut. fanden das sicher auch nicht gut. Genau, und dahinter steckt irgendwie die Idee, dass irgendwann der Osten dem Westen total angeglichen sein in allem. Ich finde die Idee ja grundsätzlich in Ordnung im Sinne von, wir wollen ein Land sein, aber Deutschland ist auch dann ein Land, Entschuldigung, wenn sich die Regionen unterscheiden. Es ist vor allem ein verdammt großes Land. Von Bayern erwartet auch keiner, das ist so ist Berlin. Also irgendwann mal anzuerkennen, dass der Osten eben seinen eigenen Weg geht und dass irgendwann als regionale Gegebenheiten sich normalisieren kann, könnte man doch auch mal überlegen. Und da gibt es eben jetzt ein neues Buch von Steffen Mau, der Soziologe, von dem hört man ja eh dauernd. Und der sagt das eigentlich auch. Das Buch heißt Ungleich geteilt. Und der gibt eigentlich diese Angleichungsthese damit auf, aber ohne Panik und ohne irgendwas. Und er überlegt sich natürlich auch, was könnte man machen, damit die AfD nicht riesengroß dort wird und so. Aber mal anzuerkennen, dass der Osten durchaus auch ganz eigene Lebensarten und politische Einstellungen und alles hat, finde ich schon mal vor allem Status quo einfach. Und wann das irgendwann anerkannt wird in der Politik, das ist halt die große Frage. Ja, das frage ich mich wirklich auch. Also man ist ein bisschen fassungslos darüber. Immer wieder, zumal man sich ja ein bisschen erhofft auch, ich meine, die Wahlen stehen jetzt vor der Tür und es reicht ja da nicht nur zu sagen, ach liebe Leute, stimmen Sie doch einfach für uns, um die Ampel nicht noch mal zu wiederholen. Das ist aus anderen Gründen noch lustig, weil wirklich diese Einmauernfront gegen die AfD, das ist Wahnsinn. Also was erwartet man sich davon? Dass am Ende irgendwie alle koalieren, nur um die AfD zu verhindern? Was glauben die Menschen, was bei der nächsten Wahl dann rauskommen wird? Ich traue es mich vorherzusagen. Also damit schürt man ja noch viel mehr den Protest, anstatt mit Inhalten anzutreten und sie so zu schlagen. Da sagt man, nein, bitte wählt alle uns, damit es nicht die AfD wird. Das ist kein Wahlinhalt, zu sagen uns, damit nicht AfD. Es tut mir leid. Ja, Demokratie erklären dem Osten. Das sollten wir endlich mal lassen. Ich gebe dir gerne Nachhilfe als Österreicher und so. Na, vielen Dank. Jetzt haben wir richtig abgelassen über Friedrich Merz. Aber man fragt sich wirklich, welche Logik man dahinter sieht. Es muss von ganz tief unten kommen, zumindest meine Analyse als Ostdeutsche dazu. Anna, danke schön. Sehr gerne.